Oh mein Gott, ich habe so Angst vor dem Diktat morgen in Deutsch. Ich brauche so dringend eine gute Note. Ich auch. Ich habe Schiss vor langen Worten. Du meinst, weil du eher weißt, wie man kurze Worte schreibt, oder? Nein, du verstehst nicht. Ich habe richtig Schiss vor langen Worten. Ich habe Seskipedalo. Ich habe eine Phobie, Mann. Wait a minute. Yep. Seskipedalophobie. Heißt es Seskipedalophobie? Pedalophobie. Nee. Kann man für genau diese Phobie, also die Phobie vor langen Worten, nicht ein etwas kürzeres Wort nehmen? Aber ja, die gibt es. Und es gibt auch noch weitaus mehr Phobien, von denen ihr wahrscheinlich bis jetzt noch gar nichts wusstet. Und irgendwie kann gefühlt alles zu einer Phobie werden. Ich meine... Kaum zu glauben, oder? Deswegen sprechen wir in diesem Video mit Expertinnen, die selbst von einer Phobie betroffen sind und oder sich mit der Behandlung von Phobien auseinandergesetzt haben und uns davon erzählt haben. Gegen was kann man eigentlich eine Phobie entwickeln? Und wie ist das Leben mit einer Phobie? Und wie kann man die vielleicht sogar wieder loswerden? Und umso mehr wir über dieses Thema auch hier in der Redaktion gesprochen haben, umso mehr ist uns bewusst geworden, dass super viele von sich selbst behaupten, irgendeine Form von Phobie zu haben. Ich beispielsweise würde sagen, ich habe schon eine sehr stark, ich sag mal, ausgeprägte Angst vor Wespen. Also es tut mir dann auch immer sehr leid für alle Leute, die um mich herum sitzen, aber wenn eine kommt, ich kann nicht still sitzen. Also ich kreische, renne weg und schreie. Und meine Kollegin Theresa sagt über sich, dass sie eine Phobie gegen Frösche hat. Also habe ich mich gefragt, ab wann wird so eine Phobie dann auch diagnostiziert und vor allem wie? Phobien sind psychische Erkrankungen. Wer sich mit dem Thema nicht so wohl fühlt, sollte das Video, wenn, dann nicht alleine schauen oder beim nächsten Mal wieder mit dabei sein. So, und jetzt, let's go. Erstmal ist es wichtig, zwischen einer Phobie und der natürlichen Angst zu unterscheiden. Denn eigentlich sind Ängste etwas Gutes und eine normale Reaktion auf Gefahr. Angst ist ein Schutzmechanismus des Körpers in Situationen, die zu Verletzungen führen könnten oder sogar lebensbedrohlich sind. Anders als diese gesunde Angst sind die Reaktionen bei Angststörungen aber stark übertrieben und es gibt keinen rationalen Anlass dafür. Dabei wird zwischen mehreren Formen der Angststörung unterschieden. Eine Panikstörung zum Beispiel sind wiederkehrende, schwere Angstattacken ohne konkrete Auslöser. Auch bei einer generalisierten Angststörung ist die Angst nicht auf eine bestimmte Situation bezogen. Hier leiden Betroffene aber nicht unter Attacken, sondern machen sich im Alltag ständig Sorgen über zukünftige Probleme oder schlimme Ereignisse. Und wenn wir von einer phobischen Störung sprechen, dann gibt es eben konkrete Auslöser für die Angst. Zum Beispiel bestimmte Tiere, Spritzen oder Blut, Situationen wie Fliegen oder Höhe oder zum Beispiel Angst davor, im sozialen Kontakt schlecht beurteilt zu werden. Da wären wir dann bei der sozialen Phobie, dazu aber später mehr. Zusammengefasst, Phobien sind eine übertriebene Angst vor bestimmten Objekten, Tieren, Menschen oder Situationen. Betroffene von spezifischen Phobien sprechen davon, dass sie heftige Symptome haben, wenn sie im direkten Kontakt mit dem stehen, wovor sie Angst haben. Manchmal sogar nur beim bloßen Gedanken daran. Sowas wie Zittern, Herzklopfen, schnelles Atmen, Schweißausbrüche, das Ganze kann sogar dazu führen, dass Betroffene denken, sie müssten sterben. Sophie zum Beispiel ist Psychologin und war selbst betroffen von gleich mehreren Phobien. Unter anderem hatte sie Angst vorm Erbrechen. Da kam es bei mir regelmäßig zu Panikattacken und da kam es auch vor, dass ich da in Ohnmacht gefallen bin. Schüttelfrost, die Zähne haben geklappert. Meine Eltern waren ratlos, die haben sich auch nicht mit dem Thema beschäftigt und deswegen war ich nie in Behandlung. Auf YouTube gibt es oft Reactions von Menschen, die sich ihrer Phobie stellen und da kann man sich dann schon so ein bisschen vorstellen, was Betroffene da durchmachen in diesen Videos. Leute, was ist das? Nein, nein, nein! Das Tier hatte Löcher und aus dem Löcher... Oh, nix, was aus Körpern kommt. Sorry, Leute. It's intense. Wie und wann entstehen Phobien aber eigentlich? ExpertInnen gehen davon aus, dass eine Störung im Angstsystem vorliegt, wie zum Beispiel ein Ungleichgewicht von Botenstoffen durch genetische Faktoren oder auch durch langanhaltende stressige Belastungen in der Kindheit. Phobien können einerseits anerzogen oder erlernt sein, andere sind genetisch bedingt. Auch traumatisierende Erlebnisse oder psychische Erkrankungen wie Depressionen, Süchte oder Zwänge können die Ursache einer Phobie sein. Egal welche Ursache eine Phobie hat, der Körper geht ohne Grund bzw. bei einer eigentlich ungefährlichen Situation in den Kampf- oder Flugmodus. Fluchtmodus, oh Gott. Flugmodus. Ciao. Einfach so offline. Es kommt zur Ausschüttung von Stresshormonen und plötzlich steckt man mitten in der Phobie. Und auf TikTok gibt es natürlich super viele Videos, die dir sagen wollen, du hast wahrscheinlich eine Phobie. If you fear these pictures, you might have. Und dann hast du angeblich eine Phobie diagnostiziert bekommen, je nachdem, wie die Reaktion war. Aber auch hier gilt wie immer,
It's not that easy. Dafür gibt es PsychologInnen, die dir das Ganze wirklich diagnostizieren können. Aber kann man wirklich gegen alles eine Phobie entwickeln? Es soll mehr als 600 verschiedene Phobien geben. Heftig, oder? Hättet ihr das gewusst? Oder gedacht? Und welche sind euch am bekanntesten? Beziehungsweise habt ihr vielleicht selbst eine? Dann schreibt uns mal bitte jetzt in die Kommentare. Vor allem die Agoraphobie ist weit verbreitet. Darunter versteht man die Angst vor Situationen, in denen es für Betroffene keine Fluchtmöglichkeit oder Hilfe gibt, falls etwas passieren sollte. Und auch die soziale Phobie ist weit verbreitet. Von denen hört man auch am meisten. Gibt aber auch übrigens die Nomophobie, also die Angst davor, das Handy nicht griffbereit zu haben. Und ich weiß nicht, wie ich sagen soll, Leute, aber vielleicht habe ich die auch so ein bisschen, ganz leicht. I don't know. Okay, ich gehe jetzt mal nicht aus dem... Entschuldigung, ich bin wieder da. Ich habe gerade gesehen, dass mir jemand geschrieben hat. Okay. Ihr erinnert euch ja noch an Sophie, oder? Sie hat bis vor ein paar Jahren noch an der sozialen Phobie gelitten und war damit eine von vielen. Laut Studien liegt die Häufigkeit, zumindest in Europa, bei bis zu 12% der Bevölkerung. Dabei sollen Frauen häufiger betroffen sein als Männer. Betroffene haben in sozialen Situationen oder in Leistungssituationen sehr starke Angst, weil sie vor negativer Bewertung, sozialer Kritik oder Ablehnung Angst haben. Oder alles davon. Das führt dazu, dass sie diese Situationen oft vermeiden wollen. Professor Dr. Andreas Ströhle ist leitender Oberarzt an der Charité Berlin und sagt, dass sich die soziale Phobie vor allem während der Pubertät entwickeln kann. Und das hat wenig mit Schüchternheit zu tun, obwohl das oft geglaubt wird. Sozialphobiker können nach außen natürlich sehr schüchtern wirken, da sie in bestimmten Situationen kein Wort rausbekommen oder sich auch nicht trauen, Menschen anzusprechen. Viele Sozialphobiker, da bin ich mir sicher, sind unter Freunden und in der Familie total offen und fühlen sich da wohl. Also einen direkten Zusammenhang gibt es da wahrscheinlich nicht. Und weil wir jetzt schon dabei sind, Mythen rund um Phobien aufzuklären, Leute, ich sag's mal so, es gibt im Internet so viele Phobien, von denen ich nie gedacht hätte, dass es sie gibt. Also sowas wie die Phobie vom Tanzen vor Hühnern, sorry Aurora, vor der Farbe Gelb, vor Erdnussbutter, die am Gaumen festklebt. Oder die Angst, von Enten beobachtet zu werden, vor Flöten, vor guten Nachrichten, vor Müdigkeit oder vor Ohrringen. Die Angst vor der neuen deutschen Rechtschreibung heißt einfach Neo-Orthographo-Germanophobie. Deutsche Sprache, Alter. Ich frage mich, gibt es das wirklich? Also, ich dachte lange, dass das so eine Art Mythos ist oder so. Und dieses Video hat übrigens Sophie gesehen und uns erzählt, ob es eine Phobie gegen Michael Jackson wirklich geben kann. Also man kann theoretisch gegen alles eine Phobie entwickeln. Es beruht ja immer auf Erfahrungen in deiner Vergangenheit. Das heißt, eine Phobie entwickelt sich, wenn eine eigentlich neutrale Situation mit einem angsteinflößenden Reiz gekoppelt wird. Auch Heilpraktikerin Gabi haben wir gefragt und auch sie sagt, ja, es ist möglich und hat dafür ein sehr gutes Beispiel. Ein 6-jähriges Kind hat gerade lesen gelernt in der Schule und das Kind läuft jetzt an der Hand der Mutter durch die Stadt und direkt vor ihnen passiert ein schwerer Unfall. Die Mutter springt noch zur Seite, reißt das Kind mit, schreit. In dem Moment schaut das Kind ins Schaufenster, da steht ein langes Wort. Was jetzt passiert im Gehirn ist die Verknüpfung zwischen langes Wort, das sieht das Kind optisch, das Schreien, das Krachen vom Unfall, vielleicht ein körperlicher Schmerz und das verbunden mit der Todesangst der Mutter, dem Herzrasen, der Panik. Und das alles gleichzeitig innerhalb von einer Sekunde. Und das brennt sich im Gehirn ein und dadurch würde ich sagen, ja, es kann wirklich gegen alles eine Angst entwickelt werden, weil man zur falschen Zeit das Falsche gesehen oder gehört hat. Ich stelle mir das ziemlich anstrengend vor, wenn man zum Beispiel auf einmal eine Phobie gegen Autos oder Zahnbürsten oder so entwickelt. Also weil man ja jeden Tag damit konfrontiert wird und dann gar nicht so richtig entfliehen kann. Und wie geht die Gesellschaft damit um? Also vor allem, wenn man eine Phobie hat, von der die meisten gar nicht wissen, dass es die geben kann. Es ist ja wirklich eine ernsthafte Krankheit, die behandelt werden muss. Aber ich glaube, es wird immer Menschen geben, die das so ein bisschen ins Lächerliche ziehen. Und man muss als Betroffener Wege finden, damit umzugehen und das nicht so sehr zu Herzen zu nehmen. Obwohl das Wissen zu psychischen Erkrankungen laut Studien steigt, steigt damit aber nicht die Toleranz und Akzeptanz von ihnen in der Gesellschaft, was ziemlich mies ist. Und deshalb sollten wir viel mehr drüber reden. Wenn man unter einer Phobie leidet, kommt es oft dazu, dass man dann die Situationen, die einen triggern können, versucht zu vermeiden. Menschen mit einer Spinnenphobie gehen vielleicht weniger in den Keller, jemand mit Flugangst reist nur noch per Bahn und andere versuchen vielleicht Menschenmengen zu vermeiden. Je nachdem, wie häufig man im Alltag mit seiner Phobie konfrontiert wird, umso belastender wird sie empfunden. Aber auch hier, die Symptome und Auswirkungen hängen wirklich sehr stark mit der Art der Phobie zusammen. Den Betroffenen ist meistens bewusst, dass ihre Angst völlig unbegründet und für Außenstehende nicht nachvollziehbar ist und trotzdem schaffen sie es nicht, sich von ihren Ängsten zu lösen. Und vielleicht habt ihr ja auch schon von solchen Phobien gehört, oder? Für mich ist es die Angst vor jeder Situation, die mir keine Flucht ermöglicht. Boah, das ist schon fucking hoch, ey.
Okay, die ist so flauschig. Das ist ja echt, da kann ich mir einreden, das wäre ein Meerschweinchen, ne? Die ist wirklich sehr, sehr weich. Oh. Nee, ich kann die nicht anfassen. Sieht schön Oh, das sind Nadeln. Also die Angst bedeutet für mich eigentlich ständige Sorge davor, dass mir schlecht wird. Aber habt ihr zum Beispiel auch schon mal was von Erythrophobie gehört? Das ist nämlich die Angst vom Rotwerden und ist eine Unterform der sozialen Phobie. Meistens ist dabei nicht das Rotwerden selbst das größte Problem, sondern die Angst davor, dass es unkontrolliert passiert. In bestimmten Situationen ist das Rotwerden ja etwas ganz Normales, beispielsweise bei körperlicher Anstrengung oder beim Sport oder durch Fieber oder. Und für manche ist es aber so unkontrolliert und so alltäglich, dass es zur Belastung wird. Katrin leidet schon seit ihrer Kindheit unter der Phobie und hat uns erzählt, wie es ihr damit so geht. Wir wollen nicht rot werden, weil sie mit dem Rotwerden irgendetwas Negatives verknüpfen. Wenn ich rot werde, dann wirke ich inkompetent. Und das wollte ich nicht. Das heißt, man sagt sich selber schon, bitte nicht rot werden und dadurch wird man einfach rot. Und das verschlimmert es im Endeffekt wieder. Und das ist dann eben so ein Kreislauf, in dem man drin ist. Oft liest man auch davon, dass Erythrophobie vor allem Menschen betrifft, die nicht so selbstbewusst sind oder schüchtern sind. Aber auch wie bei der sozialen Phobie kann man das nicht pauschalisieren. Also Erythrophobie kann meiner Meinung nach was mit Schüchternheit zu tun haben, muss aber nicht. Und was ich total spannend finde, ist, dass ich von mir immer dachte, dass ich total schüchtern bin. Und jetzt, wo ich an mir selbst gearbeitet habe, habe ich einfach für mich immer mehr gemerkt, so schüchtern bin ich eigentlich gar nicht. Das Ganze ist viel wissenschaftlicher, als es einfach nur mit Schüchternheit abzutun. Denn die Erythrophobie hat ihren Ursprung in einer Fehlfunktion des sympathischen Nervensystems. Betroffene erröten oft schon bei kleinsten Anlässen, wenn sie zum Beispiel jemand anspricht, und auch Vorträge oder Präsentationen vor Publikum sind kaum möglich. Manchmal reicht schon der Gedanke an die Situation, um das Erröten auszulösen. Es entsteht ein Teufelskreis und dann zum Schluss die Angst vor der Angst. Und vielleicht ist diese Phobie kaum bekannt und vor allem ziemlich lange sehr unerforscht gewesen, weil sie oft einfach sehr schnell als banal abgetan wurde. So dieses Also, wird doch jetzt nicht so rot, so unangenehm kann es ja gar nicht sein. Oder Oh, wie süß, du bist ja ganz rot geworden. Na, bist du aufgeregt? aber mit solchen Kommentaren sollte man lieber vorsichtiger sein. Das ist wirklich für einen Menschen, der Erythrophobie hat, mit so das Schlimmste, wenn die Bestätigung von dem Gegenüber kommt, dass man tatsächlich rot ist, weil man hat irgendwie im Inneren noch so die Hoffnung, dass es keiner sieht, dann wird es einfach meistens noch schlimmer. Viele Betroffene sagen, sie fühlen sich gedemütigt durch die Blicke von anderen. Ich wollte nie, dass Menschen das sehen. Generell erstmal immer Haare am besten offen getragen. Ansonsten habe ich immer sehr gerne auch Schals getragen oder auch Make-up zu tragen einfach, um das einfach so ein bisschen zu kaschieren. Das ist aber nicht die Lösung, die langfristig glücklich macht. Das Gute ist, auch Erythrophobie kann man, auch wie Katrin, erfolgreich behandeln. Genauso wie jede andere Phobie auch. Erstmal ist es super wichtig zu betonen, dass wir hier nur Optionen aufzählen können, die für Betroffene ein Weg aus einer Phobie sein könnten. Genauso wenig wie Instagram oder TikTok eine Therapie ersetzen oder empfehlen kann, können wir hier nicht sagen, jemand mit einer sozialen Phobie muss safe eine Therapie machen. Da kommt es zum Beispiel auf den Schweregrad der Phobie an. Und es ist super individuell. Für den einen ist eine Therapie sinnvoll, für den anderen eine Hypnose oder eine medikamentöse Behandlung. Wir gehen im Folgenden auf die Möglichkeiten ein, um aufzuklären und nicht um zu beraten. Bei Angststörungen wie Phobien können Psychotherapien helfen. Dabei lernen die Betroffenen, sich den konkreten Auslöser ihrer Angst zu stellen, die Angst zu kontrollieren und Gedankenmuster zu verändern. Die Verhaltenstherapie geht davon aus, dass man ein erlerntes Verhalten auch wieder verlernen kann. Es ist aber gerade, seit Jahren schon super schwierig, einen Therapieplatz in Deutschland zu finden. Ulrike Propach von dem Verein Pro Psychotherapie hat uns erklärt, woran das liegt. Laut dem Gutachten des gemeinsamen Bundesausschusses brauchen wir mindestens 1600 zusätzliche psychotherapeutische Kassensitze, um alle Patientinnen psychischer Erkrankungen versorgen zu können. Sie sagt, es herrscht auch kein Mangel an TherapeutInnen, das Problem liegt eher an der Vergabe der Kassensitze. Ihr Bedarf wurde seit über 20 Jahren nicht angepasst. Well, alleine in Deutschland warten fast 40% der psychisch erkrankten Menschen bis zu 9 Monate auf einen Therapieplatz. Also kein Wunder, dass es immer mehr Therapie-InfluencerInnen gibt, die über mentale Gesundheit aufklären. Und ja, Instagram kann helfen und dazu beitragen, dass man offener damit umgeht und mit anderen Betroffenen in Kontakt kommt und sich im besten Fall gegenseitig supportet. Aber also der Austausch über Instagram ersetzt auf keinen Fall eine Therapie, weil man auf Instagram gar nicht so direkt auf Probleme eingehen kann. Also man kann alles sehr allgemein besprechen und vielleicht mal flüchtige Probleme lösen, aber in einer Therapie
Therapie geht man halt viel tiefer in das Thema rein und deswegen ersetzt es das auch nicht. Und wer nicht bis zu 9 Monate auf einen Therapieplatz warten möchte, für den könnte auch eine Hypnose in Frage kommen. Seit 2006 ist die Hypnose als Behandlungsmethode wissenschaftlich anerkannt und kann auch bei Phobien helfen. Da wir von den Krankenkassen nicht finanziert werden, muss uns der Klient selber bezahlen. Da habe ich tatsächlich auch Klienten, die kommen und sagen, ich stehe auf einer Warteliste, ich kann vielleicht in 6, vielleicht in 8 Monaten mit einer Therapie anfangen. Mir geht's aber jetzt schlecht, was kann ich tun? Und dabei hat die Hypnose in der Gesellschaft gar nicht so einen guten Ruf, weil viele laut Gabi ein falsches Bild davon haben. Einer, der Leute einlädt, auf die Bühne zu kommen, der macht Schnipp, die Leute sagen zusammen und dann sieht es so aus, als ob man willenlos wäre in Hypnose, als ob man keine Kontrolle mehr hätte. Und das macht einfach vielen Angst. Ja, das würde auch mir Angst machen. Ich will auch nicht willenlos sein oder die Kontrolle abgeben. Die therapeutische Hypnose läuft anders ab. Das Bewusstsein ist schwach. Das heißt, der Klient weiß hinterher auch alles, was gesprochen wurde. Aber auch die medikamentöse Behandlung kann eine Option für Menschen mit Phobien bzw. Angststörungen sein. Klar gibt es hier auch Pros und Kontras, die würde ich jetzt aber nicht ausführen, weil das so individuell sein kann und auch von der Art der Erkrankung abhängig ist. Ein paar der Argumente könnt ihr hier lesen, drückt also gerne mal kurz auf Stopp, wenn es euch betrifft oder interessiert. Im Fall von Katrins Phobie gibt es sogar eine Operation, die man durchführen kann. Da die Erweiterung der Gefäße beim Erröten über das autonome Nervensystem gesteuert wird, besteht die Möglichkeit, durch einen Eingriff diese Nerven zu blockieren und damit das Erröten zu unterdrücken. Ist aber auch nicht für jeden was. Ich persönlich bin einfach dagegen, weil ich glaube, dass wir an uns selbst arbeiten sollten, um eben diese Erythrophobie für sich selbst annehmen zu können und damit dann auflösen zu können. Aber das Problem ist eben nicht der Körper, sondern meistens liegt das Problem eben bei uns im Kopf. So oder so, eine Angststörung zu behandeln, egal wie, kann sehr hilfreich und sehr entlastend sein. Denn oft ist es so, wenn Betroffene sich missverstanden oder nicht respektiert fühlen, dann kann das krasse Folgen haben. Oft entwickeln sich andere psychische Erkrankungen wie Depressionen und Betroffene isolieren sich immer stärker. Es kann auch zu Alkoholmissbrauch kommen, weil man denkt, dass man sich so beruhigen kann. Sophie zum Beispiel war zwar nie in einer Behandlung, hat es aber durch ihr Psychologiestudium geschafft, ihre Phobie zu überwinden. Es ist nicht leicht, mit einer Phobie zu leben. Das habe ich auf jeden Fall durch Sophie und Katrin verstanden. Und auch wenn Videos wie diese im ersten Moment ziemlich witzig wirken, ist mir bewusst geworden, dahinter steckt eine ernstzunehmende psychische Erkrankung. Wenn jemand unkontrollierbare Ängste hat, sollten wir die Person eher supporten, als uns darüber lustig zu machen. Egal wie absurd uns manche Phobien vorkommen, jemand auszulachen, weil die Person Angst hat, ist irgendwie überhaupt nicht cool. Macht's lieber so, dass ihr die Person fragt, wie ihr sie unterstützen könnt, denn oft wissen Personen gar nicht, dass sie unter einer Phobie leiden. Da kann dann vor allem Aufklärung helfen und das Miteinander reden. Und für die unter euch, die tatsächlich an einer Phobie leiden, haben wir Sophie und Katrin mal nach Tipps und Tricks für den Alltag gefragt. Und beide waren sich einig, man sollte sich nicht auf die Phobie reduzieren und die Angst akzeptieren und nicht verdrängen. Dadurch kann man den Teufelskreis und die Angst vor der Angst auflösen und sich im besten Fall professionelle Hilfe holen. Denn eine Phobie ist, wie Sie sagen, Kopfsache. Eine Chance. An dieser Stelle danke auf jeden Fall für eure Offenheit. Lasst mich gerne eure Meinung, Erfahrung und Gedanken dazu in den Kommentaren hören. Hier kommt ihr übrigens noch zu dem Video, in dem ich mit Betroffenen von unsichtbaren Krankheiten spreche. Und hier geht es um das Thema Klimakriminelle, um Stars und ihre Privatjets. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, ein Abo dazulassen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bye!